Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem sechsten Treffen. Und ja, ich würde sagen, wir starten noch einfach mit dem Wochenspruch. Falls jemand ihn vorlesen mag, dann darf er das gerne tun. Wir sind jetzt beim 51. Im Frühlingserwarten. Genau, Mhm. Ja, Frühlingserwartung. ja, Magst du, Michaela? gerne. Dann hast du jetzt das. Dankeschön, Christian. Frühlingerwartung. Ins Innere des Menschenwesens ergießt der Sinne Reichtum sich. Es findet sich der Weltengeist im Spiegelbild des Menschenauges, das seine Kraft aus ihm sich neu erschaffen muss. Nochmal. Ins Innere des Menschenwesens ergießt der Sinne Reichtum sich. Es findet sich der Weltengeist im Spiegelbild des Menschenauges, das seine Kraft aus ihm sich neu erschaffen muss. Dankeschön. Vielen Bitteschön. Dank. Ja, wir haben ja mit der zweiten Nebenübung letzte Woche begonnen und ja, bin jetzt schon ganz gespannt zu hören, wie es bei euch gelaufen ist. Also gerne die erste Nebenübung auch noch mitnehmen und ja, aber den Fokus vielleicht auf die zweite dann. Ja, Michi, magst du anfangen? Ja, hatte mich gerade vorbereitet. Ja, ich muss gestehen, ich habe es einmal geschafft, nämlich heute. Und sonst immer wieder vorgenommen, also zwei, drei Mal über den Tag, weil ich das vorherige verpasst habe, aber jedes Mal über den Alltag dann und das Tun dann immer nicht dran gedacht in dem richtigen Augenblick. Aber heute habe ich es genau auf die Minute geschafft. Und als es losging, habe ich also nachts bin ich wach geworden, habe daran gedacht. Ich weiß nicht, wie oft ich daran gedacht habe, aber letztendlich dann im Tun dann auch wieder nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das ist also dazu. Ich bin guter Hoffnung. Und sonst weiter bin ich bei meinen Nägeln. Ich habe inzwischen rausgekriegt, also es gibt alles Mögliche an Nägeln, Aluminiumnägel, Kupfernägel, Eisennägel, Stahlnägel, Edelstahlnägel, Nylonnägel aus Kunststoff. Und also bin bestimmt jetzt auf 20 verschiedene Nagelarten inzwischen gestoßen. Und also Hufeisennägel gibt es ja auch und spezielle für Dachdecker, Sparrennägel und Ankernägel für die Eisen und so. Also es gibt so viel. Und damit habe ich natürlich jetzt reichlich zu tun, diese Nägel dann mir vorzustellen, wie die benutzt werden, wie die hergestellt werden und so weiter. Ja, das zu mir. Dann würde ich doch weitergeben an die liebe Michaela. Ja, danke schön, Micho. Also ich habe mit der Willensübung tatsächlich auch meine Probleme. Und zwar, weil ich ja uhrenlos in der Welt rumlaufe. Und ich hatte mir ja die Kirchturmglocken da so als Halt genommen, 12 Uhr. Und es ist anscheinend dann doch auch nicht so richtig. Man kann sich ja, also ich habe da echt ein Problem auch hier mit dieser exakten Uhrzeit. Ähm, Jetzt habe ich so gemacht, dass ich sage, wenn die Kirchturmglocken läuten, dann nehme ich mir noch eine halbe Stunde dazu, gefühlsmäßig. Aber dann komme ich natürlich auch nicht auf die Minute und dann mache ich meine Nebenübung. Und man wird dann doch tatsächlich auch immer so abgelenkt mit dem täglichen, was man so hat, dass ich das dann auch zwei, dreimal vergessen habe. Dann habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du eine andere Uhrzeit, guckst, dass du 10 Uhr in der Früh plus minus null eine halbe Stunde. Da bin ich dann ja auch klar gekommen, 2 Tage. Aber ich
habe schon auch gemerkt, dass ich mit dieser Uhrzeit, diese Willensübung, die ist nicht einfach. Und ich bin froh, dass ich die erste Nebenübung, die lasse ich auch noch parallel laufen. Ich bin immer noch bei meinem Radiergummi. Und bei dem macht sich bei mir auch so ein Riesenfeld auf mit diesem Radiergummi, mit dem Ernten und was es nicht alles jetzt fängt er runter, was es nicht alles gibt, an Gummi mit Reifen und so weiter. Und, oh, jetzt stört mein Hund im Hintergrund. Aber ich bin froh, dass ich diese Nebenübung, also die erste Nebenübung habe, weil die erleichtert mir ein bisschen auch diese zweite, die Willensübung. Ähm, Ich weiß nicht warum, das ist für mich so begleitend. Also diese erste Übung zu dieser Willensübung noch dazu. Hätte ich jetzt nur die Willensübung, dann würde ich tatsächlich dran verzweifeln, dass ich das nicht hinkriege. Also, ja, aber ich bin dran. Ich möchte natürlich da jetzt nicht auch so panisch dann werden, dass ich mir denke, huch, jetzt hast du die Übung vergessen, jetzt ist die Zeit schon wieder verstrichen. Das ist so eine Sache, die möchte ich eigentlich nicht haben. Ich möchte, wenn ich diese Willensübung mache, dass ich da gelassener rangehe. Ich weiß nicht, ob das für die Willensübung gut ist, keine Ahnung. Ich bin am Entdecken. Dann gebe ich weiter an den Martin. Ja, danke schön. Ja, ich bin sehr großzügig und geduldig mit mir selbst. Denn das ist die Jahreszeit, wo ich immer ein bisschen durcheinander Helligkeit auf einmal so stark zunimmt, dass ich die Tage ja einfach ein bisschen übersehe. Aber ich denke mir dann wiederum, ja, das ist ja auch ein Teil der Willensübung, das zu erkennen. Dass vielleicht müsste man hergehen und sagen, nach einem bestimmten Sonnenstand sollte man das eigentlich machen und nicht nach einer bestimmten Uhrzeit. Deshalb habe ich da eigentlich für mich kein großes Problem. Ich lebe auch ohne Zeit, ohne Termine. Muss wirklich, wenn ich dann einen festen Termin habe, aufpassen, dass ich den nicht übersehe, weil ich denke, es ist ja nur so hell, es kann noch gar nicht Abend sein. Wie gesagt, da bin ich sehr geduldig mit mir und glaube auch nicht, für mich nicht, dass es eine Minutengeschichte ist, sondern eine eigene Einstellung braucht für diese Übung. Und die bin ich gerade am Suchen. Ansonsten bin ich immer noch ein bisschen bei dem Nagel. Das ist jetzt nicht mehr täglich, aber so einfach mich auf ein Detail zu konzentrieren. Das ist für mich so das Entscheidende. Und insgesamt, ja, vielleicht generell mit mir geduldig zu sein. Das macht Spaß. Macht eigentlich auch Spaß, wenn man es mit anderen ist. Da ist es meistens einfacher wie mit einem selber. Übe ich. Genau. Dann gebe ich mal weiter an den Wilfried. Danke. Ja, bei mir ist so, dass ich jetzt das nicht auf eine bestimmte Uhrzeit mache, sondern auf einen bestimmten Zeitraum. Also jetzt zum Beispiel irgendwann zwischen Aufstehen und Frühstücken. Und ich habe also da für mich jetzt eine Übung, dass ich jetzt zum Beispiel mit den Fingern so irgendwo aufeinander treffe, weil die habe ich immer bei mir. Und dann sage ich um die Mittagszeit und auch irgendwann vorm Schlafengehen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und also ich habe auch diese Texte noch einmal durchgelesen. Da gibt es ja so dieses Buch, wo das
sehr komprimiert und zusammengefasst dargestellt wird. Ähm, und für mich ist es auch sehr stark, geht es ins Handeln rein. Also da wird, also Olaf Steiner schreibt da immer wieder auch vom initiativen Handeln, also die Kontrolle über sein Handeln zu erreichen. Und da ist für mich auch irgendwo so die Brücke von der vorherigen Übung, die Kontrolle über meine Gedanken. Und die mache ich auch noch, aber weniger jetzt mit den Streichhölzern, sondern äh, tatsächlich jetzt wirklich so im Alltag zu versuchen, mich immer daran zu erinnern, will ich das jetzt denken oder werde ich gedacht? Also das ist wirklich so ein Resultat aus dieser Übung jetzt. Und jetzt bei diesem Handeln und Willen auch da die Kontrolle, also werde ich jetzt gehandelt, also mache ich jetzt den Kaffee oder ich gebe mir jetzt den Willensimpuls ganz absichtlich und bewusst, den Kaffee zu machen. Also das sind so, das bereichert mich jetzt da irgendwo entsprechend bei dieser Übung. Und ja, es geht mir eigentlich recht gut mit der Übung. Und ich merke auch für mich irgendwo, dass es mir immer mehr und mehr Freude macht. Das war ganz am Beginn bei der ersten Übung, war das eher mühsam. Ja, okay. Dann gebe ich weiter an die Doris. Meine Stecknadel begleitet mich nach wie vor. Allerdings bin ich da nicht mehr so in die Information gegangen, sondern habe mich einfach an meine kleine Gedankenkette gehalten und das gelingt inzwischen ganz gut, da wirklich gedanklich absolut bei diesem kleinen Gegenstand zu bleiben. Und die Gedankenkette reicht aus für diese 5 Minuten, mir die genau anzuschauen und so, was ich mir so zusammengetragen habe. Genau. Die zweite Übung habe ich die ersten 2 Tage einfach vergessen, gib's zu. Dann allerdings habe ich festgestellt, dass ich schon so eine innere Uhr habe. Ich bin ja jetzt schon länger in Rente und von dem her ist mein Tag zu Hause auch so ein bisschen strukturiert. Und ich habe mir 11 Uhr ausgeguckt und es gelingt relativ gut. Plus minus eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich habe das Glück, dass in der Küche eine Uhr hängt. Und das ist so eine Uhrzeit, wo ich oft dann noch in der Küche rumwerkelt. Und irgendwie 11 Uhr ist sowas, das weiß ich irgendwie einfach. Jetzt ist es 11 Uhr ungefähr. Genau, und von dem her passt es ganz gut und ist mir dann die letzten 5 Tage auch einigermaßen gelungen mit immer ein bisschen, ein paar Minuten zu früh, ein paar Minuten zu spät, aber im Großen und Ganzen rund um 11 Uhr. Genau, dann gebe ich mal weiter an die Christine. Danke, Doris. Ja, bei mir ist es folgendermaßen. Also die erste Übung mache ich auch weiterhin, bin aber jetzt vom Pinsel weggegangen, nimm einen Gegenstand, der gerade immer so vor mir liegt. Ob das mal ein Messer dann ist oder meine Brille oder Pinzette, was gerade so in Reichweite ist und beschäftige mich halt da die paar Minuten damit. Also da bin ich oder variiere ich jetzt. Das ist so ein bisschen so Auflockerung mit der Nebenübung 2. Ähm, Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, habe mir also 3 Termine gesetzt für den Tag. Und ich habe ja auch schon gesagt, bei mir sind immer Uhren, ich sitze die meiste Zeit auch am Computer, also überall Uhren um mich herum. Und ich nehme jeden Tag 3 verschiedene Uhrzeiten. Also immer wieder Viertel, halbe Stunde oder Stunde anders wie am vorherigen Tag. Und bei mir ist es so, dass ich
mir das dann doch nicht merken kann, wie viel Uhr das genau war, dass ich mir immer meinen Zettel an meinem Schreibtisch liegen habe. Weil dann denke ich, wann war das jetzt? Dann muss ich wieder gucken, ah ja, ich habe nur Zeit. Und dann komme ich doch, also mit der halben Stunde Verzug auf meine gesetzte Zeit. Hab's auch schon mal punktgenau geschafft, mal so 2, 3 Minuten, aber es war dann auch mal halbe Stunde. Also halbe Stunde vorher mache ich es nicht, aber wenn ich eine halbe Stunde danach dran denke, dann mache ich die Übung. Man kann ja da auch mit so einem Ätherstrom sich erfühlen. Und das heißt, man bekommt da so ein Gefühl der Festigkeit und lässt es dann so von Stirn in Herzraum einfließen. Habe ich jetzt ganz vereinzelt gemacht, weil ich auch immer nicht dran gedacht habe. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ideal ist, weil ich halt dann oft auf die Uhr schaue und denke, ach ja, in einer Stunde irgendwann ist es soweit und ob das jetzt alles so mache ich halt jetzt. Schon die ganzen Übungen, die ich bisher durchgeführt habe, also mit der zweiten Nebenübung. Aber habe jetzt auch mal 4 Termine probiert. Ja, es geht. Würde ich jetzt mal so stehen lassen. Dann übergebe ich jetzt noch an Christian. Ja, danke schön. Ja, ich bin nach wie vor noch bei meinem Bleistift, was die erste Nebenübung anbelangt und habe da auch meine Routine, mache die Übung jeden Abend und ja, genau, mache sie dann abends kurz vorm Schlafen gehen und genau, habe da meine Gedankenkette nach wie vor. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich aber auch schon ab und zu mal diese Kette schneller durch habe und dann merkt, dass da ein Vakuum oder so ein Raum entsteht, ein offener Raum, der dann auch wieder mit Gedanken gefüllt werden will, weil sonst wieder diese ja, sogenannten irrlichterierenden Gedanken da sich ja, reinspielen. Und ja, bin da jetzt auch mehr noch so zu dieser Oberflächenbeschaffenheit gegangen, zu den Farben. Und ich habe einen gelben Bleistift, der oben, ja, wo der Radiergummi eingefasst ist, so eine Art Blech oder auf jeden Fall, ja, es sieht aus wie eine Konservendose. Ich vergleiche das irgendwie immer damit, halt Gold ist und ich finde so diese Farben wirken für mich sehr strahlend, sehr erhellend, sehr positiv und fast schon auch erhaben. Und das ist mir jetzt letztens erst so richtig klar geworden, dass ja, dieser Bleistift wie ein kleiner Lichtstrahl auch auf mich wird und ähm, wie so in meinem ja, Geiste ein Abbild dann entsteht, wenn ich mir den vor Augen führe und mich darauf konzentriere. Und ja, fand das irgendwie sehr interessant. Hm. Ja, so viel zu der ersten Nebenübung. Zu der zweiten Nebenübung, da habe ich ja mir um 1 Uhr vorgenommen, mir ans Ohrläppchen zu fassen. Und ja, ich muss sagen, also ich habe sie jeden Tag mit berücksichtigt, mit bedacht, habe sie auch mehr oder weniger zeitgemäß auch durchgeführt. Was heißt das? Also, so wie Christine sagte, dass ich wirklich, auch wenn es vor 1 Uhr ist, noch warte und nach hinten rum raus mir selber auch eine gewisse Toleranzzeit, Toleranzgrenze gesetzt habe. Also auch, ja, eine Viertelstunde, halbe Stunde ist für mich noch okay und merkte auch, ja, mit diesem Spielen, es ist, man trifft ja auch irgendwo eine Verabredung mit sich selber
Und man kann auch dann selber, sage ich mal, diese Toleranzen ja auch noch festsetzen. Also es ist ja jetzt nicht so, als man verabredet sich mit einem Freund, der da eine Viertelstunde zu spät kommt, man ist dann wütend. Also gut, es ist ja ähm, auch da wieder, hat das auch wieder eine gewisse Qualität. Und genau, habe mir dann, wie gesagt, dann halt maximal eine halbe Stunde als Toleranzgrenze gesetzt. Ähm, und merke, dass ja sich zu der äußeren Zeit, wenn man das so sagen kann, schon auch eine gewisse innere Zeit bildet. Also es ist so, als käme da immer wieder eine Erinnerung in Form von einem ja, Selbstgespräch, dass ich mir sage, ja, denk dran, ne? Um 1 Uhr ist ja noch der Termin, wo du dir ans Ohrläppchen fassen willst, ne? Denk dran. Das habe ich dann ein paar Mal, dass ich 10 Uhr mir das vielleicht sage, also vor der Zeit. Und so bleibt das eigentlich in meinem System, meinem Gedanken, meiner Gedankenwelt noch vorhanden. Ähm, und ähm, ja, oft passiert es dann auch, dass ich vielleicht dann mir das um 11 Uhr sage und mir dann sagt, ach, ich habe ja noch 2 Stunden, ist ja noch viel Zeit. Und dann gerät das aber wieder so aus meinem System und dann ist es vielleicht Viertel vor, so, oh, Glück gehabt, noch dran gedacht. Und so habe ich auch so das Gefühl, es entsteht wie so ein Gefühl für den rechten Zeitpunkt. Also wann ist es wirklich jetzt auch soweit? Hm. Und jetzt hatte ich schon das eine oder andere Mal, wo dann so in der, ähm, wo im Raum stand, ja, wie viel Uhr haben wir denn? Und ich habe die Uhrzeit geschätzt und das war eigentlich fast punktgenau. Also dass ich da auch irgendwie ein bestimmtes Gefühl für die Zeit bekomme, so wie zum Beispiel jemand, der bautechnisch total top drauf ist und nach Augenmaß 1 Meter, 2 Meter, 1,50 Meter so abschätzen kann. Also äh, da bin ich auch immer wieder erstaunt darüber. Und das sind dann wahrscheinlich auch einfach Erfahrungswerte und ähm, ein Gefühl irgendwann, was sich einstellt. Aber so in der Art und Weise stelle ich mir das vor oder so fühlt sich das vielleicht auch an. Genau, und habe seit 2, 3 Tagen mir dann auch noch einen zweiten Zeitpunkt hinzugenommen, weil ich so das Gefühl hatte, ja, es wird vielleicht auch zu einer Gewohnheit, diese 1 Uhr. Also ich hatte jetzt auch dann schon echt den Impuls, dass es einfach jetzt 1 Uhr ist. Dann habe ich mir ins Ohrläppchen gefasst und es war dann tatsächlich kurz nach 1. Also das hatte ich dann auch und genau, möchte jetzt mit einer zweiten Uhrzeit einfach noch experimentieren. Ja, vielleicht auch erstmal so weit zu mir. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich habe ja immer ganz jeden Tag immer eine verschiedene Uhrzeit genommen. 19:10 Uhr, 10:30 Uhr, 11:20 Uhr und so, ja. Und wo du gerade, Christine, sagtest, also in den ätherischen Strom eintauchen oder so. Ich denke, das werde ich jetzt auch mal versuchen, einen Zeitpunkt am Tag immer den gleichen zu nehmen, ob es mir dann leichter fällt. Weil ich bin ja hier auf dem Hof und ich bin dann überall und nirgends bei den Tieren oder auf der Weide oder keine Ahnung. Und ich habe halt keine Küchenuhr oder irgendwie sowas in der Nähe. Ich muss dann immer mein Handy zücken, um da zu gucken. Und ja, und eine Kirchturmuhr ist ja auch nicht in der Gegend. Ich weiß ungefähr, wann Mittagszeit ist, das habe ich schon drauf, aber solche konkreten Zeiten, also dann kann ich überhaupt nicht mich festhalten an irgendwas. Ja, also vielleicht habe ich mir einfach die Übung zu schwer gemacht, so wie mit dem Visualisieren bei der Übung 1. Keine Ahnung.
Also Rudolf Steiner hat ja auch nirgendwo ganz speziell das beschrieben, dass man das um die und die Uhrzeit und so machen soll. Ich glaube, jeder versucht es jetzt für sich jetzt diese Übung zu machen, wie er es verstanden hat. Ich kann es nur sagen, wie ich es bisher gemacht habe. Und Christian wird auch seine Art und Weise, wie er das bisher in seinen Staffeln mitgemacht hat, wird mich aber auch inspirieren lassen von anderen, ähm, und sagen, wie ihr das dann macht. Also, ich glaube, So da gibt es keine. mit, mit dieser Zeit. Also für mich war ja jetzt auch wichtig, dass sie nicht irgendwie eine Übung macht, die völlig daneben ist. Also quasi die Wilfried-Privat-Übung. Also das ist ja, war und ist nicht in meinem Interesse. Und deshalb habe ich das auch nochmal genau durchgelesen, so wie du jetzt sagst, Christine. Und da gibt es jetzt so diese Zusammenstellung, die ist, glaube ich, bekannt. Rudolf Steiner auf ganz vielen Ebenen, Vorträgen und Schriften immer wieder mal darauf Bezug nimmt. Und das ist sehr oft, aber nie irgendwo so dezidiert darauf hinweist, man soll irgendwo genaue Minute oder irgendwie und, äh, und tatsächlich ist es so, dass, äh, dass bei den meisten Hinweisen gar nichts von einer Zeit steht. Sondern das ist eigentlich nur ganz selten, dass er überhaupt auf eine Zeit irgendwo Bezug nimmt. Weil, also, ich möchte da nicht gescheit sein, aber mir ging es einfach darum, dass ich nicht einfach irgendwie so die Wilfried Privatübung mache. Und meine Frage wäre, was, äh, um was geht es denn da eigentlich, wenn ich das jetzt genau um 11:23 Uhr machen soll? Geht es da jetzt um diesen Willensimpuls oder das ist mir nur nicht ganz klar, weil für mich ist dieses freie Handeln, also ich mache jetzt etwas aus meinen freien Stücken heraus, mein Handeln, was ich normalerweise nicht machen würde. Und für mich persönlich ist die Zeit da irgendwie zweitrangig. Oder sehe ich das falsch? Oder wie seht ihr das? Also mir geht's da auch so, weil Ja, ich bei habe das, mir ist schon so, dass die beiden, Ich glaube, die Michaela war gerade zuerst. macht Es nichts. gab Nein, eine Verschiebung wahrscheinlich. äh, nein, mir geht's auch so, wenn ich so eine ganz genaue Zeit mir vornehme, dann hat es für mich irgendwie auch so ein bisschen was mit Kontrolle zu tun. Ich denke, es ist besser, wenn man sagt, okay, ich nehme mir jetzt diese Willensübung vor und natürlich schon zu einer gewissen Zeit, plus minus, ähm, aber nicht, dass ich so punktgenau auf die Uhr gehe, weil wenn ich das dann nicht einhalten kann und also so eine innere Uhr habe ich nicht, dass ich sagen kann, jetzt ist es 11:23 Uhr, Punkt. Also das ist bei mir nicht der Fall. Und ich denke, da kriege ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen und denke mir, boah, jetzt hast du das verpasst, ist nicht gut, musste besser werden. Aber vielleicht hat es dann auch was mit einer Willensübung zu tun, dass ich dieses Gefühl habe. Auf der anderen Seite, wie du sagst, Martin, denke ich, sollte man das Ganze auch mit einer gewissen Gelassenheit angehen. Also, und sich da jetzt nicht unter Druck setzen. Und ich habe jetzt damit auch jetzt erst angefangen und ich denke mir, dass dieser Willensimpuls, der stellt sich dann auch mit der Zeit ein. Dass ich mir dann sage, weil ich vergesse es dann nämlich auch immer wieder, dann wird man abgelenkt, dann ist man da und dort. Ich habe mir vorgenommen, immer zu schnipsen. Ähm,
ja, dass man eben sich da nicht so unter Druck setzt. Also, und dass der Körper dann, dass dieser Rhythmus irgendwann mal sich einstellt, dass man sagt, aha, jetzt mache ich meine Willensübung, ich will schnipsen um 11:30 zum Beispiel. Und dass ich dann gucke, dass ich das mit meiner Uhr, dann mit meiner inneren Uhr hinkriege. Aber ich denke, ist auch ein Zeitfaktor für mich jetzt. Ich komme da nicht so mit klar, wenn ich sage, jetzt fange ich mit der zweiten Nebenübung an und ab morgen schaue ich 11:23 Uhr, dass ich mit den Fingern schnipse. Also so sehe ich das jetzt im Augenblick. Also da eben in seinem Buch, wo das alles so ein wenig zusammengefasst ist, am Anfang, was der Inhalt ist, da steht jetzt eben Kontrolle des Willens, Kontrolle der Handlungen, Herrschaft über die Willensimpulse, Herrschaft der Seele über ihren Willen, Initiative des Handelns und Initiativkraft. Das wären jetzt so die Überschriften, die da jetzt eben Ja. geübt werden. Ich denke, die Kontrolle des Willens, die habe ich ja, indem ich mir das vornehme, indem ich mir vornehme zu einer gewissen Zeit, aber jetzt nicht exakt genau auf die Minute, sondern dass ich mir vornehme, ja, ich sage jetzt einfach mal 11:12 11:30 dass ich mir vornehme, diese Kontrolle des Willens und die Kontrolle der Handlung, die ist ja dann auch, das ist ja dann die Folgegeschichte. Wenn ich mir diese Kontrolle des Willens, wenn ich mir dessen klar bin, dann habe ich ja auch die Kontrolle über meine Handlung. Das greift ja für mich dann so über. Und dann diese Herrschaft über die Willensimpulse, sagt er ja da. Ich denke, das ist dann schon so eine Übung, dass ich mit meinem Rhythmus klarkomme. Dass ich dann so einen inneren Rhythmus bekomme. Äh, Das ist für mich dann so diese Herrschaft über die Willensimpulse. Dass ich mich nicht jetzt ablenken lasse in der Stadt, sonst wo. Das ist ja wie bei der Nebenübung auch, dass ich nicht mit meinen Gedanken abschweife, sondern dass ich dann eben, wenn ich unterwegs bin, dass ich dann diese Herrschaft über meinen Willensimpuls bekomme. Aber das geht eben alles so schrittweise, finde ich. Das das ist ja eben so eine Übungsgeschichte, dass sich das eine auf das andere aufbaut. Und was dann die Herrschaft der Seele über ihren Willen ist, ja, deswegen sind es ja Übungen. Ist nicht so einfach. Die Idee mit dem Rhythmus, das hat mich jetzt auf was gebracht, das ich als gutes Beispiel sehe, wie ich das denke. Stellen wir uns vor, wir tanzen einen Walzer, der hat einen bestimmten Rhythmus und irgendwann einigt man sich mit dem Partner drauf, dass man zu einem ganz bestimmten Takt einen falschen Schritt macht, also einen anderen Schritt macht. Das ist in meinen Augen die Idee der Nebenübung Nummer 2. Wir leben ja alle so dahin. Also ich lebe einfach so dahin. Und die Idee ist zu sagen, stopp, da gibt es irgendeinen Punkt, da gehe ich aus diesem normalen Rhythmus raus und mache etwas völlig Blödsinniges, in Anführungszeichen. Eigentlich etwas, was eben nicht blödsinnig ist, sondern was ich mir selbst ausgedacht habe, was ich dann machen werde. Keiner sagt mir, was ich da machen muss. Keiner sagt mir, wann ich das machen muss. Das ist für mich der ganz, ganz, ganz entscheidende Punkt an diesen Übungen. Drum für mich eine denkbar, das in einen Ablauf des Tages zu bringen.
Also man könnte sagen, okay, ich muss immer um 12 Uhr muss ich die Oma abholen und dann mache ich das um 12:15 Uhr, weil dann passt das gerade so. Sondern eben für mich die Idee, diesen Tagesrhythmus aktiv anzuhalten, diesen anderen Schritt in den Tanz zu machen und dann erst weiter zu tanzen. Das ist mein Bild, das ich von dieser Nebenübung habe. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Dann geht aber diese Willensübung gegen den Rhythmus, wenn ich dich richtig verstanden habe, Martin. Und ich dachte, die Willensübung geht mit dem Rhythmus. Kurze Nachfrage, mit welchem Rhythmus? Ich glaube, ich habe gerade, bin nicht ganz hinterhergekommen. Von welchem Rhythmus reden wir gerade? Den eigenen Rhythmus oder den Rhythmus des Lebens? Beides. Den eigenen Rhythmus und in dem Rhythmus, in dem ich drin bin im Leben, im Tagesgeschehen, hat man ja auch. Aber schon, also für mich speziell ist es schon dann auch der eigene Rhythmus, dass ich Ja. über meinen Rhythmus, dass ich meinen Rhythmus dann spüre auch, bewusst mit meinem Rhythmus umgehe. Also ich habe den Martin jetzt so verstanden, dass er meint, dieser Tagesrhythmus, den ja jeder von uns in irgendeiner Form hat, man frühstückt ungefähr zur gleichen Zeit oder wie er geschrieben hat, man holt Viertel nach 12 die Oma irgendwo ab oder so, also so Dinge, die jeden Tag gleich sind. Und also für mich macht es auch keinen Sinn, so eine Nebenübung dann da anzuhängen. Für mich ist diese zweite Nebenübung wirklich ein Heraustreten aus dem gewohnten Tag, weil es ja einfach auch, er beschreibt es ja irgendwo, dass das auch unsinnige Sachen sein dürfen, die man da macht. Also das hat mit meinem gewohnten Tagesrhythmus gar nichts zu tun. Das ist wie, ich sitze in einem Karussell und stelle den Fuß raus, halte es kurz an und mache meine Übung und dann geht es weiter so im Gewohnten. Aber das ist, für mich ist das eine Übung, die eben nicht gewohnt ist, die bisher, die ich bisher nicht gemacht habe, die es in meinem Leben bisher nicht gegeben hat. Und von dem her schon ein Heraustreten aus dem normalen Ablauf meines Tages für ein paar Sekunden. Es dauert ja nicht lang, aber so ein Anhalten des Lebens eigentlich. Ja, Aber ja, ich denke, dass halt unser Leben wirklich durch unsere Pflichten und so einfach schon unterteilt ist und dass wir da wirklich rauskommen. So passen wir uns an. Das muss ich machen, das muss ich machen, das kommt dazu, da muss ich jemand abholen, da ist der Termin. Und dass ich sage, aus dem heraus, nicht dieses Wollen von außen, das habe ich zu tun, sondern jetzt aus meinem eigenen Willen mache ich jetzt eine unsinnige Tätigkeit, aber die ich mir sage, um die und die Uhrzeit mache ich die jetzt. Also, dass das von mir ausgeht, nicht von außen auf mich zukommt, dass das reinpasst, sondern dass ich diesen Entschluss fasse. Ja, und ich aber das ist ja, Christine, äh, also wenn man das jetzt weiterdenkt, dann wäre es ja so, also man ist da irgendwie so in der Routine und im Rhythmus und so, dann irgendwo ist man dann mal außerhalb, jetzt mache ich mal was, was wirklich nur meine ureigenste Initiative ist. Schön wäre doch, wenn man äh, das generell sagen kann. Also auch Dinge, die man sowieso tun muss, aber immer aus ganz einem bewussten Willensimpuls heraus, oder? Das wäre eigentlich, also für mich jetzt kommt es so äh, heraus, das wäre eigentlich das Ziel, das Schöne, oder? Also wenn es eigentlich nur mehr so wäre, was, ich weiß nicht, ob das überhaupt leistbar ist, weil das geht ja alles so unbewusst vor sich, aber das wäre eigentlich schön, wenn man auch die ganz normalen Dinge, die man nicht ganz normal im Rhythmus hat, oder so wie du sagst, Malte, mit dem Tanzen, äh,
also jeder Schritt, also einen ganz eigenen Willensimpuls zu machen, wenn man es sowieso macht. Das Äh, Aber wäre eigentlich so eine Idee. da sprichst aber du jetzt dann die Kontrolle der Handlungen an, für mich. Ja, Handlung und Wille auch. Also wie du hast es ja vorhin auch formuliert, irgendwo geht es ja ineinander über. Also wenn ich etwas will und daraus entwickelt sich dann auch eine Handlung möglicherweise, ja, oder oft. Also ich wollte noch was zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dazu sagen. Ich habe ganz bewusst eine Uhrzeit gewählt, an der normalerweise nichts ist. Also kein Mittagessen, kein Frühstück, kein was weiß ich was schon wieder vorbereiten, kein Hund füttern oder sonst irgendwas, sondern 11 Uhr ist für mich eigentlich so eine Zwischenzeit. Manchmal ist was, manchmal nicht, aber es gibt keine regelmäßigen Tätigkeiten, die rund um 11 Uhr stattfinden. Und das war, also von mir aus war das eine ganz bewusste Entscheidung, das nicht ans Frühstück anzuhängen oder ans Mittagessen anzuhängen oder so. Also mir da keine Krücke zu schaffen, um dran zu denken. Also der Rudolf Steiner hat da in der Geheimwissenschaft im Umriss folgende Zeilen geschrieben. Wie Herrscher in der Gedankenwelt, so soll ein solcher die Seele auch im Gebiet des Willens werden. In der physisch-sinnlichen Welt ist es auch hier das Leben, das als Beherrscher auftritt. Es macht diese oder jene Bedürfnisse für den Menschen geltend und der Wille fühlt sich angeregt, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Für die höhere Schulung muss sich der Mensch daran gewöhnen, seinen eigenen Befehlen streng zu gehorchen. Wer sich an solches gewöhnt, dem wird es immer weniger und weniger beifallen, Wesenloses zu begehren. Das Unbefriedigende, Haltlose im Willensleben rührt aber von dem Begehren solcher Dinge her, von deren Verwirklichung man sich keinen deutlichen Begriff macht. Solche Unbefriedigung kann das ganze Gemütsleben in Unordnung bringen, wenn ein höheres Ich aus der Seele hervorgehen will. Eine gute Übung ist es, durch Monate hindurch sich zu einer bestimmten Tageszeit den Befehl zu geben, heute um diese bestimmte Zeit wirst du dieses ausführen. Man gelangt dann allmählich dazu, sich die Zeit der Ausführung und die Art des auszuführenden Dinges so zu befehlen, dass die Ausführung ganz genau möglich ist. Also das wäre jetzt aus meiner Sicht schon ein Hinweis auf eine bestimmte Uhrzeit, dass ich um die und die Zeit, kleiner Moment. Darf ich auf das vom Wilfried nochmal eingehen, mit dem ja jeden Schritt, jede Bewegung bewusst zu machen? Das ist, sehe ich so für mich im Prinzip richtig, aber es gibt dann auch Dinge, die einfach geübt sind, weil ich sie geübt habe, die dann von allein laufen. Ein gutes Beispiel ist dort das Schreiben mit der Hand. Wenn man immer sich genau überlegen würde, was habe ich da gemacht, Steiner schreibt es an anderer Stelle, wie ich schreiben gelernt habe, wie anstrengend war das, bis ich ein B zusammengebracht habe oder irgend sowas, dann ist das nicht hilfreich. Wenn ich was Neues dazu kriege, dann möchte ich das bewusst von mir bekommen. Ich will eine Dinge machen, die von außen auf mich zugebracht werden, die ich nicht machen will oder die ich anders machen will. Aber jetzt, was ich eben für mich nicht habe, dass ich alles, was ich mache, immer bei vollem Bewusstsein machen will. Ich will nur die Steuerung von dem ganzen Tanker in der Hand haben, ohne genau immer zu sagen, wo der hinfährt. Ich habe nur die grobe Richtung. Vielleicht kann man es verstehen, was ich meine.
Aber vielleicht sprichst du da schon den Punkt an, Herrschaft der Seele über den Willen. Dass diese Punkte, die du jetzt da ansprichst, Martin, dass die viel mit der Seele zu tun haben. Weißt du? Mit dem Astralischen eben, mit diese ganzen Dinge, die in der Seele sich abspielen. Ja, ich denke die ganze Zeit darüber nach, Initiative des Handelns, das mache ich eigentlich jeden Tag. Ich stehe morgens auf, ich weiß nicht, was ich tue und entwickle dann den ganzen Tag, nicht nur für mich, sondern auch für andere Mitarbeiter. Und wir haben ja hier Menschen mit Unterstützungsbedarf, mit denen zusammen auch aus der Situation heraus ergreife ich die Initiative kraftvoll und feste auch. Das nächste, was mir eingefallen ist, wenn wir über die drei Seelenkräfte sprechen, denken, fühlen, wollen oder so, ist ja das Denken im Vollbewusstsein, das Fühlen im Traumbewusstsein und der Wille eigentlich auf der Ebene des Schlafbewusstseins. Das heißt, wir haben beim Willen vom Bewusstsein her relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Und ich vermute, dass Steiner an der Stelle auch darauf abhebt, diese drei Seelenkräfte da an der Stelle auch wirklich in die Herrschaft des Ich zu bringen stärker. So wie wir ja jetzt bei der ersten Übung, ne, das Irrlichtern der Gedanken da in den Griff kriegen mit unserem Tagesbewusstsein. Und jetzt sind wir halt beim Willen dran und jetzt das Schlafbewusstsein an der Stelle. Und das wäre für mich auch ein Indiz dafür, warum das auch nicht so einfach ist. Obwohl die Übung als solches ist ja, klingt ja erstmal total einfach. Ja, das denke ich mir auch, weil die klingt im Grunde genommen sehr einfach und dann verzweifelt man in Anführungszeichen daran, dass man die Uhrzeit nicht richtig einhalten kann. Ähm, Das ist ja dann so eine, im Grunde genommen Aber zweitrangig das Verzweifeln irgendwo. daran, dass man es nicht richtig hinkriegt, das hat ja eher was mit dem Fühlen zu tun oder so, ne? Ja, Denke ich. Das wäre also eine andere Ebene auch. aber warum hänge ich mich dann auf an dem, dass ich die Uhrzeit nicht richtig einhalten kann? Irgendwie. Das ist dann die Gelassenheitsübung. Ja, ja. Also so wie Rudolf Steiner schreibt, ist ja die zweite Übung, dass der Ätherleib geschult wird. Ich glaube, erste auf dem physischen Leib und die dritte wäre dann eben erst die Seele oder der Astralleib, Mhm. wo wir dann da üben. Ja, und der Ätherleib eben als Zeitleib. Zeit und auch Gedächtnis, glaube ich, ist auch im Ätherleib gespeichert. Erinnerung, ja. Gut, also vom Marken meiner Uhrzeiten habe ich dann gesagt, dass ich mir das merken kann. Das ist immer wieder weg, aber okay. Ich habe meinen Spickzettel dabei. Ja, aber das leuchtet mir jetzt schon auch ein mit dem Ätherleib, weil der Ätherleib, der speiste den physischen Leib quasi und eben mit dieser Handlung dann, dass ich eben über den Ätherleib meinen physischen Leib dann einspeise sozusagen mit der Handlung, mit der Übung. Tja. Christian, Mhm. du bist so stille. Ich höre euch sehr interessiert zu. Ja, ich versuche mich auch nochmal so in euch hineinzuversetzen. Also, ja, ich frage mich gerade auch, ähm, also die zweite Nebenübung ist mir in der Anfangszeit auch überhaupt gar nicht gelungen und ich habe mich immer so tierisch darüber geärgert ähm, und werde mir jetzt vielleicht auch so meinem Fortschritt bewusst oder ich weiß nicht, manchmal schwankt das ja auch so. Also mal klappt's gut, mal nicht, je nach Jahreszeit auch. Aber ich habe vor allem auch gemerkt, dass die zweite Nebenübung oder generell alle Nebenübungen
in sich kohärent sind oder zusammenhängend sind. Also dass quasi die Qualitäten der ersten und zweiten Nebenübungen für die dritte auf jeden Fall vonnöten sind oder so das, was da geschult wird. Ähm, Das ist noch so fein wie so ein Keimling, dass ich das gar nicht so richtig ansprechen kann oder in Worte kleiden kann, was jetzt genau damit gemeint ist, wie die hängen zusammen. Aber das hat jetzt so bei der vorletzten Staffel, ist mir das so eingeleuchtet und ich habe da so ja, es ist wie so ein inneres Gefühl auch einfach für bekommen. Also wenn jetzt bei der dritten Nebenübung ja dann jetzt die Gelassenheit gegenüber Lust und Leid gefordert wird oder trainiert wird, dass da dann vor allem auch die zweite Nebenübung sehr dienlich ist, wenn man spürt, oh, jetzt werde ich gerade aber hier uh, ein bisschen, ne, regt der Kollege mich aber auf. Und dann, ich will aber ne, diese Übung doch machen und diesen Impuls, diesen Willen da rein zu kriegen, diesen Willensimpuls in diese, ja, eigentlich schon seelische, wie ihr es eben nanntet, ne, wo wir uns ja dann im astralischen Bereich befinden, Qualität, da dann auch ein ja, Bewusstsein reinzukriegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt mit dieser Uhrzeit da immer so hadere, weil ich sie da nicht hinkriege, das ist ja die Schulung meines Willens, Mhm. ne? Dass ich das dann schaffe. Da spreche ich ja ganz bewusst meinen Willen an Hm. Ja, und in vielleicht ist dieser das Übung. Versagen dann, oder was heißt Versagen, aber das Nicht-Schaffen, Nicht-Einhalten der Zeit auch wichtig. Ähm, also ich habe Ja, da anfangs oft auch gespürt, also einen gewissen Ärger und Groll und so einen gewissen Ehrgeiz und gemerkt, beim nächsten Mal, morgen, da will ich es wirklich auch einhalten. Und, das geht mir ja, genauso. Man ärgert sich dann, also oder ich habe mich dann über mich geärgert, dass ich das einfach nicht in den Griff kriege. Also, ja, so als und Einfaches aber auch, Mensch. ja, ja, Ja. Aber das ist alles in Ordnung. Es Hm. gibt kein richtig und kein falsch. Es ist einfache Motivation nächstes Mal. Und so lang probieren, das klappt dann schon irgendwann. Und wir haben ja auch Für erst einen. die erste Woche hinter uns. Genau. Und wir machen es ja jetzt dann noch 5 Monate lang Ja, mit. ganz am Läuft ja Anfang. immer mit. Mhm. Ja, und für mich ist es nicht das Ziel, mein Zeitgefühl zu schulen. Das ist nicht Ziel der Übung für mich. Das ist was anderes. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin da geduldig. Wenn das Viertelstunde hin oder her ist, das lässt mich schier kalt, weil das für mich persönlich nicht das zentrale Thema dieser Übung ist. aber da stelle ich mir eben die Frage, äh, soll ich jetzt mein Zeitgefühl auch in den Willen hineinbekommen oder eben nicht? Das ist für mich so die Frage. Also die Zeit hat schon damit was zu tun. Schreibt er ja jetzt auch, wie du vorgelesen hast, Christine. Weil wenn ich sage, oh, jetzt habe ich die Zeit verpasst, mache ich es halt zum anderen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Willen zusammengeht. Das ist so die Frage bei mir. Das, das war nicht meine Intention ist, wenn ich mir 1 Uhr vornehme, dann ist für mich nicht das Problem, ob es 3/4 oder 1/4 ist. Also nicht, dass ich sage, es ist so, ja, ist halt einmal um 8 und einmal um 10 und einmal um 6 und einmal um 5. Das meine ich nicht, sondern dieser Punkt, dass ich mir eine Zeit vornehme und da natürlich möglichst genau treffen will, aber natürlich auch ohne Hilfsmittel. Sonst
ist wieder sinnlos für mich. Also ich würde ja sagen, ich stelle mir den Wecker 10 Minuten vorher, dann wäre es schon erwischen. Habe ich ja dann nicht die Zeit genau, sondern habe ja 10 Minuten vorher. Oder das war mit den Kirchenglocken, das ist ein guter Trick, aber das meint, glaube ich, die Übung nicht. Die Übung meint, im Laufe des Tages einen Punkt zu finden, wo man sich auf etwas konzentriert, was eigentlich unsinnig erscheint. Das ist für mich so der Antrieb und nicht genau 1 Uhr. Das ist nicht so entscheidend. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn man das eine Weile macht, dass man dann trotzdem ein Gefühl für dieses 1 Uhr ungefähr kriegt. Also bei mir kommt das jetzt auch nicht auf 5 vor 11 oder 10 nach 11 an, aber ich glaube schon, dass da so eine innere, ich nenne es jetzt mal innere Uhr, sich so ein bisschen ausbildet, wenn man das über längere Zeit immer zur gleichen Zeit macht, ohne dass man jetzt ganz bewusst den Fokus drauf richtet, dass man sein Zeitgefühl ausbilden will. Sondern ich glaube, das kommt dann ganz von selber irgendwie. Ist das dann auch ein Teil der Übung? Wenn ich mir dann vornehme, meinetwegen heute Abend, morgen gehe ich dann um 15 Uhr mit meinen Fingerschnipsen und übermorgen wieder einen anderen Zeitpunkt, dass das auch ein Teil der Übung ist, Willensübung ist, dass ich mir für diesen Zeitpunkt vornehme. Und schaue, dass ich da möglichst genau dran hinkomme an den Zeitpunkt. Naja, das Ganze wird ja auch noch komplizierter, wenn man daran denkt, man macht dann 4 oder 5 verschiedene Handlungen am Tag zu verschiedenen Zeitpunkten. Und Hm. dann wird es dann ja schon schwierig, ne, wenn man dann eine Toleranz von 1 Stunde vor oder 1 Stunde nach hat. Ja, dann engt sich ja das ganze Zeitfenster dann ja auch immer mehr ein, denke ich. Also wenn ich morgens um 10 vor 10 und dann irgendwie um 20 nach 11 und dann wieder irgendwie um 5 nach 12 oder solche Punkte habe dann auch. Das wird ja dann immer enger. Und ich denke, dass das möglich ist, sonst wäre ja nicht dieser Vorschlag, das dann auch auf solche vielen Punkte dann zu verteilen. Die Frage ist nur, ob das am Anfang schon Sinn macht. Nee, nee, mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht. Deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, also dass ich mir vorgenommen habe, also heute irgendwie um 10 vor 10 und morgen um 12 Uhr 20 oder so, das wird zu viel sein, sondern ich fange jetzt erstmal an und mache immer um 10 oder sowas, ne? Und wenn ich da so mit einer Viertelstunde Toleranz vor oder nach dahin komme, dann kann ich dann anfangen, vielleicht dann diese 11 Uhr Zeit dann irgendwie auf eine andere, also morgen auf eine andere und übermorgen wieder auf eine andere zu schieben oder so, ne? Also dass man dann irgendwie so eine Steigerung hat. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man die Latte gleich am Anfang zu hoch hängt, Ja, dann ist man unheimlich frustriert, wenn dann gar nichts mehr gelingt. ja. Also ich bin immer eher der Mensch, der dann klein anfängt. Hm. Hm. Eben bei mir eben jetzt Also für mich, ist nicht, einen Termin, ein paar, sage ich jetzt mal, 2 Wochen immer gleich und einen Termin am Tag. Immer die gleiche Uhrzeit. Und dann mal schauen, wie geht es mir damit und wie gelingt mir das. Und dann erst die nächste Stufe zu gehen. Ja. Martin, wollte ich nicht abwürgen. nee, nee. Für mich stellt sich die Frage, was spricht gegen einen Zeitpunkt? Also man kann sich jetzt auch fragen, was spricht jetzt eigentlich dagegen, dass ich zu dem einen Zeitpunkt das mache? Ja, Also du meinst genau um Punkt 13 Uhr zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. Hm. ja, aber die Antwort ist doch schon gefallen, dass da Gewohnheit ist dann. Das heißt, ne, das wird dann starr und nicht mehr so flexibel, das Ganze. Dann den Willen dann wirklich in der freien Handlung zu haben. Aber wenn Ja, es doch so ist wie die Michaela, dass sie schon mit diesen mehrere Tage immer die gleiche Uhrzeit Probleme hat, macht es doch keinen Sinn, das dann jeden Tag eine andere Uhrzeit zu nehmen. Ich ja, muss erstmal das eine können,
bevor ich das andere dann mit dazu nehmen kann oder eben nächsten Schwierigkeitsgrad. Ja. Also aus Das meine ich. Erfahrung von vergangenen Staffeln haben wir dann auch schon festgestellt, wenn jetzt du wirklich da Schwierigkeiten hast mit der Uhrzeit, einfach einmal eine andere Uhrzeit zu versuchen, dann kann es sein, dass du auf die irgendwie besser eingestellt bist oder dass die schneller da ist. Also jetzt nicht mit Gewalt auf einer beharren, weil es und es klappt nicht, dann versuch einfach eine andere Uhrzeit. Also wäre jetzt so mein Vorschlag und haben dann wir auch in den Gruppen dann so gemacht. Und dann sind andere Sachen passiert. Hm. Einfach ein bisschen variieren und ausprobieren und nicht jetzt, es muss jetzt genau und es muss doch klappen. Nö, dann einfach mal, vielleicht dann mal Aber dann, Mittag, wenn es Vormittag vielleicht schwierig ist. Aber die, aber dann bin ich ja meinem Willen gegenüber sehr gnädig, ja, wenn ich das so mache. Ich denke, Da, ja, ich nehme eine Uhrzeit und mache an dieser Zeit oder in dieser Zeit genau die und die Übung. Sind wir gnädig. Michaela, sei nicht so streng zu deinem Willen. Das ist schön. ja, ja, und wenn es dann mit der anderen Uhrzeit gelingt, also wenn ich es richtig verstanden habe, Christine, dann wechselt man einfach auf eine andere Uhrzeit und macht die dann auch ein paar Tage hintereinander, behält die erstmal dann bei und probiert, ob es damit klappt. Und wenn das dann klappt, dann ist doch das toll. Und dann kann ich ja vielleicht immer noch mal wieder zurückgehen auf die andere Uhrzeit und kann sagen, jetzt habe ich das, was leichter ist, ein bisschen geübt. Vielleicht gelingt ja das Schwierigere für mich dann auch. also ich habe ja tatsächlich dann zweimal um 10 Uhr plus minus und da ist es mir leichter gefallen als mittags. Dann hängt es vielleicht auch wirklich mit einem selbst auch zusammen. Bin ich wieder beim Rhythmus. Dass mir 10 einfach besser liegt als 12. Aber dann habe ich ja eine Entschuldigung meinem Willen gegenüber. Da stolper ich immer so ein bisschen, dass ich mir denke, warum klappt es jetzt nicht um 12 Uhr so? Warum ist es um 10 Uhr besser? Kannst du Das jetzt würde mal mich, zwei Termine, einen um 10 und einen um 12 oder irgendwie variieren? Ich glaube, da sind keine Grenzen gesetzt. ja, gut. Gut, Das ist ja gut. ja, Ja, Christian, mit Blick auf die Uhr. Ja, genau, ich auch gerade. Ja, also es bleibt spannend und hm, lass uns einfach weiterschauen und experimentieren, würde ich sagen. Und dann treffen wir uns nächste Woche nochmal. Schauen. ja. Vielleicht könnt ihr euch noch kurz überlegen, wie das Ostermontag ausschaut. Ach Wir ja, haben noch ein bisschen Zeit, aber einfach schon mal im Vorhinein, wie es bei jedem Einzelnen gehen würde oder ob wir es ausfallen lassen dann. Okay, Schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Nächste Woche. danke schöne schön. Woche. Tschüss. Tschüss. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.